Hallo meine Lieben, heute habe ich ein ganz spezielles Video für euch und zwar geht es um diese Box hier hinten. Ich habe von Scissors eine Überraschungsbox bekommen und da wollte ich mit euch da reingucken und mal gucken, was da alles drin ist, und dann denke ich mal, machen wir auch gleich schon ein kleines Projekt, wo ich die mal austeste. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, um diese Box hier. Ich wusste, dass Caesar mir eine Box schicken wird, aber die Überraschung war dann trotzdem da, weil ich hatte ganz ehrlich damit gerechnet, dass ich einfach so ein kleines Paket mit ein paar Proben kriege. Und als ich dann dieses Paket hier, das doch schon ein Gewicht hat, gekriegt habe, habe ich mich echt riesig gefreut. Und für diejenigen, die jetzt denken, ne, verdienst du schon genug mit deinen Videos, dann kriegst du dann auch noch gratis Sachen. Ich muss euch ein bisschen auf den Boden der Realität holen. Es ist tatsächlich so, mit so einem kleinen Kanal zahlt man eigentlich drauf, um Videos zu machen, und da verdient man nicht wirklich was damit, und deshalb freut es mich dann jeweils auch, wenn ich so was kriege, das ich dann ausprobieren darf. Von dem her, ich hoffe, ihr gönnt mir das. Ich wollte mit euch heute die Box angucken, was da drin ist, dann auch schon ein kleines Projekt machen damit, und dann werde ich euch aber auch gleich noch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, im Allgemeinen so zu Folien. Da habe ich noch so ein paar Sachen, die ich euch gar noch nie gesagt habe. Mir fallen immer wieder Sachen ein, ne? Und eben da gehen wir heute einfach durch. Bevor ich dieses Paket aber öffne, jetzt mal ehrlich, die Verpackung, ne? Also ich liebe ein durchdachtes Design, und diese Box ist, als ich das gesehen habe, rot ist halt einfach die Company-Farbe von Caesar, und ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt. Die Icons, die da drauf sind alles Bastel-Icons, ne? Da hat Smileys drauf, Scheren, T-Shirts, sogar eine kleine Heat Press, Bügeleisen, Entgitterungstool, ne? Smiley mit Sternen, ein Plotter. Ich finde das Hammer. Da hat sich jemand wirklich was überlegt, auch von den Schriften her. Normalerweise beim Design sagt man ja nicht mehr als 2 Schriftarten verwenden, und da haben wir hier dieses coole, wie quasi aufgestickte Motiv mit The Crafty Pocket. Dann hier Be Creative, Be Scissor. Caesar, ich sage den Namen immer falsch, aber kriege ich noch hin. Und dann haben wir hier auf der Seite das Logo auf 2 Seiten. Und auf der Rückseite natürlich auch nochmal das Caesar-Logo. Also, ne, der oder diejenige, die diese Verpackung designt hat, zweimal Daumen hoch. Also die finde ich richtig cool. Und hier auch noch als Tipp, ne, wenn ihr selber auch Sachen verkauft, achtet auf eure Verpackung, weil das, ne, klar kann man jetzt hier nicht sowas wie eine Caesar machen, aber man kann mit Kleinigkeiten eine Verpackung auch schon schön machen, und ich finde, das halt einfach, das macht extrem viel aus, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt mit der Verpackung. So, genug gequatscht, wir gehen da rein. Als erstes eine Karte, und das ist nicht einfach nur so eine Karte, sondern das ist ein extrem schönes Papier, so mit einem Glanz drauf, eine Glitzerfolie drauf, und dann, wir können nicht drauf warten zu sehen, was dein nächstes Heat Transfer Vinyl Projekt ist. Be Creative, Be Caesar. Und die Box, soweit ich das verstanden habe, da geht es wirklich um Heat Transfer Vinyl. Ich weiß, ich sage bei mir immer Flexfolie oder Textilfolie. Tatsächlich ist Flexfolie eigentlich nur eine Unterkategorie. Ich zeige es euch nachher gleich. Hat sich bei mir irgendwie so etabliert und naja, ist irgendwie geblieben. Und ich muss auch sagen, ich werde auch immer wieder gefragt, na, du verwendest Caesar-Folien, was sind deine Erfahrungen damit? Und bei mir war das tatsächlich so, ich habe auch nicht mit Absicht
mit Caesar angefangen. Als ich vor 4 Jahren mit Plotten angefangen habe, ging es ganz einfach darum zu gucken, wo in der Schweiz kriege ich Flexfolien, Textilfolien her, die eben nicht, also ich sehe viele, die verkaufen, aber das ist dann B2B, also Business to Business. Das heißt, das könnt ihr nur kaufen als Unternehmen. Und ich habe halt was gesucht, wo ich als Privatperson dann auch Folien kaufen kann. Und der Lieferant in der Schweiz, wo ich das bestelle, das ist plotterfolien.ch. Das ist aber nur für diejenigen in der Schweiz und Liechtenstein, weil die liefern auch noch nur dahin. Wenn ich eine gute Adresse in Deutschland finde, wo man Folien bekommt, oder auch wenn ihr eine habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare rein, ne, wo man solche Caesar-Folien auch in Deutschland oder Österreich bekommt. So, als allererstes haben wir hier den neuen Color Guide, weil ich hatte ja schon einen, aber das war der alte noch. Und da haben wir die ganze Farbpalette wieder drin. Kriege ich noch nicht mal ganz aufs Bild. Und das, was ich vorhin gesagt habe, von wegen eine Flexfolie, es gibt viele verschiedene. Flex ist ja eigentlich Stretch, ne? Und ich habe PS Film, ich habe PS Film Extra und ich habe PS Stretch hauptsächlich. Und dann habe ich einzelne noch verteilte, also alle die A-Nummern, da bin ich wirklich vollständig, da habe ich alles. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz viele mehr, wo ich dann fortlaufend, wenn ich ein Projekt habe, dazu bestelle ich da einfach was. Und nur zum Sagen, für die, die das vielleicht auch schon mal gesehen haben, es gibt von den Glitzerfolien Twinkle, die hat nur so einen kleinen Glanz drauf. Dann gibt es Sparkle, die hat ein bisschen mehr so Glanzelemente drin. Und dann gibt es Glitter. Und die anderen sind relativ glatt, wenn man die berührt. Und hier die Glitzer, die hat so fast ein bisschen wie ein Schmirgelpapier. Also die ist dann schon, die glitzert echt wie Bolle. Einfach, dass ihr da die 3 Unterschiede kennt. Ich zeige euch nachher noch ein bisschen was dazu, weil wir werden ein Projekt machen mit Glitzerfolie oder eben einer der 3 Arten von Folien und da sage ich euch dann noch ein bisschen mehr dazu. Und dann haben wir ein Handbuch für Textilveredelung. Sehr cool. Das hat hier für bestimmte Folien Beispiele. Es hat Anwendung zur Transferpresse, Anwendung mit Bügeleisen, für was es geeignet ist, wie die Schnitteinstellungen sein müssen für Cricut, Silhouette und Brother. Sehr cool. Waschanleitung, super. Ne? Und dann kann man da durch die unterschiedlichen Folien durch. Sehr coole Sache. Gucke ich mir auf jeden Fall noch genauer an. Dann, cool, Glitzer. Sparkle in rosa. Nochmal Glitzer in weiß. Cool. Gold, holographisch, auch cool, habe ich noch nicht. Und dann noch ein lila Easy Weed, weil ich durfte sagen, welche Farben so ein bisschen meins sind und welche gar nicht meins sind, sagen wir es mal so. Sehr cool. Da haben wir Lilac, Crystal Gold bei der holographischen, Gold beim Glitzer, Rainbow White beim Glitzer und Pink Lemonade. Auch sehr cool. Das ist die Sparkle. Wunderbar. Oh, da kommt noch mehr. Was haben wir da? Ein Rakel. Wunderbar. Kann man immer brauchen. Hitzeresistentes Klebeband. Bringt mich gerade noch auf eine Idee, was ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen will, ist nämlich, dass bestimmte Folien,
Heat Transfer Vinyl Folien. Da kann man tatsächlich auch mit Sublimationsdruck drauf. Ich denke mal, deshalb habe ich hier auch dieses hitzeresistente Klebeband drin. Und das werde ich euch auch noch zeigen, nicht im heutigen Video, aber da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video dazu. Oh cool, ein Stick mit 100 Designs. Hat ganz viele mit Babyshower, Sachen, Party, Geburtstage, Schulabschluss. Sehr cool. Da werde ich bestimmt auch ein paar davon dann machen. Das ist wie Weihnachten für mich hier. Dann haben wir ein Easy Reader und eine Pinzette. Weil ich habe bis jetzt, weiß gar nicht, ob dasselbe ist. Doch, den habe ich schon. Und der ist wirklich super. Ne? Es gibt ja, wenn ihr euch die Biegung anguckt, das ist die von Cricut und das ist die von Caesar. Und ich komme mit der hier, na, ich verwende beide, aber mit der hier komme ich irgendwie ein bisschen besser klar. Ich weiß nicht, ob es davon abhängig ist, wie dünn eben vorne die Gabel ist, aber auf jeden Fall die ganz cool. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ich noch eine zweite habe. Ich habe das auch schon oft gesehen, dass Leute mit der Pinzette entgittern. Das habe ich so bis jetzt noch nicht gemacht, ganz ehrlich gesagt. Aber das testen wir auf jeden Fall auch mal. Ja, die ist sogar noch dünner. Sehr gut. Die neue ist tatsächlich von der Spitze her noch dünner. Also das wird noch ein bisschen leichter gehen damit. Und dann noch eine Pinzette. Da kommt tatsächlich noch mehr. Das ist ja Wahnsinn. Da haben wir noch eine Box und da wow, okay. Wow. Ganz viele Testsets. Ich habe Glitzer dabei, verschiedene. Dann eben das Twinkle Metall, sehr cool, habe ich auch noch nie gemacht. Sparkle. Stripflock finde ich auch immer extrem cool, auch gerade so für Babysachen zum Beispiel, weil die ist ja schön samtig oben drauf. Ne? Die hat eine gewisse Dicke und fühlt sich dann oben so wie ein Vlies quasi an. Die ist sehr cool. Metall nochmal, Gold, wunderbar. Pink, Electric, die hat so ein bisschen einen reflektierenden Glanz drauf. Gold Electric, grauen Stripflock, wunderbar. Dann PS Film, PS Film, PS Film, alles wunderbar in meinen Farben. Auch noch in Gold. Pink, das ist glaube ich das Goldrosa, Rosa, Grün und dann so ein Ozeanblau ist es, glaube ich. Sehr cool. Da kann ich richtig viele Projekte damit machen. Wunderbar. Und das war ein Wunsch von mir, tatsächlich, dass ich auch noch Easy Sabli ein bisschen mehr kriege, weil ich habe bei mir eigentlich nur so ein paar Blätter, hatte die mal bestellt zum Testen. Und ich finde es eine super Variante, weil eben Sublimation ja eigentlich nur auf Polyester Textilien geht oder auf Polyacryl beschichtete harte Oberflächen. Und mit der Easy Sabli könnt ihr da eben auch zum Beispiel auf Baumwoll-Shirts dann drauf sublimieren, indirekt natürlich. Und ich hatte euch mal die Variante gezeigt, wo ich zuerst die Easy Sabli auf das T-Shirt gebracht habe und dann die Sublimation drauf gebracht habe. Und ich will euch unbedingt auch noch ein Projekt zeigen, wo ich die Easy Sabli direkt bedrucke, die dann ausschneide,
quasi wie ein Drucken, dann Schneiden mit einem Plotter mache und so natürlich wunderbar filigran ringsherum ausschneiden, weil die Easy Subli ist hat eine gewisse Dicke und da versucht man gerade so für Textilien natürlich nicht große Flächen zu haben. Von dem her, das wird auf jeden Fall auch noch ein Video geben zur Easy Subli. Ich bin begeistert, das ist richtig cool, was ich hier alles gekriegt habe und da freue ich mich echt schon, das Ganze auszuprobieren. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir machen noch ein Projekt und für das Projekt werde ich die beiden hier verwenden und zwar weißes Glitter, Heat Transfer Vinyl und eine rosa PS Film, weil ich werde was auf Filz aufbringen. Und zwar geht es darum, ihr werdet es merken, ich bin echt schon, ich weiß, ich bin früh dran mit Osterdeko, aber es ist meine Lieblingszeit von der Deko her und das nutze ich natürlich voll aus. Und zwar geht es darum, dass ich hier eine Blumenvase habe und da habe ich mir abgemessen, wie groß das Filz sein muss, damit es hier in diese Auskerbung reinpasst. Und darauf kommt ein Osterhas und dann noch Frohe Ostern geschrieben. Und hinten werde ich das so befestigen, ich werde es nicht draufkleben, sondern ich werde es so festmachen, dass ich die dann auch austauschen kann, weil Ostern ist ja dann trotzdem nicht so lange. Und dann kann ich irgendein anderes Motiv dann auf ein anderes Filzstück drauf machen und das dann quasi einfach austauschen. Das ist die Idee dahinter und so könnt ihr Deko wie zum Beispiel Blumenvasen super schön aufpeppen. Da wir eben Glitzer verwenden und ich muss mal gucken, wie ich es mache. Eigentlich wollte ich ausschneiden, aber ich glaube dadurch, dass ich hier gar nicht so hoch gehen kann, werde ich den Hasen auf einer Seite und dann Frohe Ostern daneben schreiben. Und beim Glitzer wollte ich euch noch was sagen, was ihr beachten müsst. Es geht eigentlich um Glitzer und holographische Sachen. Viele der Folien von Siser kann man tatsächlich übereinander aufbringen. Das heißt, ich kann die, sie nennen das Layern, das heißt, ich kann eine Folie mit Hitze auf ein Textil aufbringen und dann eine zweite noch oben drauf. Es gibt aber Produkte, bei denen das nicht funktioniert. Jetzt bei denen, die glitzern, beim Twinkle geht's, beim Sparkle geht's, aber auf Glitzer könnt ihr keine andere Folie oben drauf packen. Das wird nicht funktionieren. Dasselbe auch bei den holographischen. Auch da funktioniert es nicht. Das müsst ihr einfach beachten. Das heißt, wenn ihr mit Glitzer und etwas arbeiten wollt, was ineinander reingeht, ne, wenn ich jetzt hier das Siser-Logo nehme und das rote zum Beispiel Glitzer wäre und das weiße eine ganz normale Flexfolie, dann müsste ich einen Knockout machen. Das heißt, ich würde den Schriftzug nehmen und dem quasi aus dem unteren ausschneiden, so dass das Glitzer dann unten das rote nur um die Buchstaben herum wäre, aber nicht unter den Buchstaben. Das müsst ihr da beachten, wenn ihr mit Glitzer arbeitet. Beim Projekt heute werde ich, wie gesagt, ich werde es nebeneinander aufbringen, von dem her werde ich euch das heute nicht zeigen, aber da kommt bestimmt noch ein Video dazu. Jetzt zeige ich euch noch kurz meine Idee von den Folien her. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber das Element hier und das hier ist leicht gräulich. Das ist für mich oder auch für den Plotter, damit er weiß, diese beiden, das wird mein Glitzer sein. Und dann habe ich hier Bunny in Rosa. Das werde ich eben mit dem PS-Film, mit dem Rosa machen. Und dann werde ich hier Follow the mit den beiden kleinen Eiern, das ist weiß, weil das werde ich dann auch weiße Flexfolie ausplotten. Und ich habe das Ganze so ein bisschen zusammengeschustert. Das ist eigentlich alles aus dem Cricut Access, aus den Bildern heraus, wo ich dann das einfach so ein bisschen zusammengestellt habe. Und naja, eine kleine Hommage an Alice im Wunderland von wegen ne Follow the Bunny. Und das
plotten wir dann auch gleich schon mal aus. Ich brauche natürlich den Hintergrund nicht. Ich mache das jeweils so, dass ich weiß, wie groß mein Element sein muss. Ich habe eben einen Streifen, der wesentlich länger ist als die 23, aber es geht mir einfach darum, dass ich so eine gewisse Breite habe, weil das Design wird eher vorne auf der Vase sein. Es ging mehr um die Höhe. Ich weiß bei mir, das sind 10 cm, da habe ich das einfach auf 10 cm eingestellt. Und so weiß ich dann auch, wie groß diese Elemente sein müssen. Aber zum Ausplotten brauche ich das Element hier natürlich nicht. Jetzt müssen wir noch kurz ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, ob ich die verbinde. Die beiden hängen sowieso zusammen, das hängt alles zusammen. Die beiden Eier könnte ich eigentlich miteinander verbinden. Den Hasen mit dem Ei verbinde ich nicht, das kann ich wunderbar nachher platzieren. Und die beiden kann ich auch wunderbar platzieren. Die können eh nicht zusammenhängen, weil es eine andere Folie ist. Von dem her passt das alles. Und ich für mich mache es immer so, dass ich hier schon alles spiegle, damit ich das nachher nicht vergesse. So kann ich eigentlich auch schon auf Herstellen gehen. So, jetzt habe ich eine Folie hier mit dem Ei. Mache ich da eher hier runter, damit ich da möglichst wenig von der Folie brauche. Dann das Weiße ist schon im Eck und das Rosa auch. Wunderbar, da kann ich auch weitergehen. Und von den Materialien her, da wollte ich euch auch noch was zeigen. Es gibt von Siser auch eine App und da kann ich HDV Instructions nehmen, dann auswählen, welches ich habe, und zwar nehme ich jetzt Glitzer. Und dann sagt er mir hier schon beim Cricut Maker das Auto Blade, Fine Point Blade und die Settings kann ich auf Glitzer Iron On machen. Wenn ihr ein Material zum ersten Mal verwendet, dann guckt auf jeden Fall, dass ihr einen Testschnitt macht. Und ja, ansonsten ist das hier schon mal ein guter Start. Ne? Wenn ich weiß, bei den Settings kann ich das Glitzer Iron On nehmen. Beim Siser Film, da weiß ich, PS Film, da weiß ich schon, dass ich die ganz normale Heat Transfer Vinyl Einstellungen vom Material hernehmen kann. Und das funktioniert wunderbar. Warum ich euch die Seite hier zeigen wollte, ist dann auch, die haben auch hier unten Anweisungen, wie man es dann überträgt. Und hier haben wir Vorpressen natürlich und dann bei 160 Grad pressen, 15 bis 20 Sekunden. Wenn es sich erhebt, dann kann ich nochmal für 5 bis 10 Sekunden pressen. Und das ist ein Peel Warm, das heißt, ich muss es warm abziehen. Das sind die Einstellungen fürs Glitzer. Weil beim normalen PS-Film, da habe ich 150 Grad. Von dem her bringe ich auf jeden Fall zuerst als allererstes das Glitzer drauf. Und hier, wie gesagt, ne, das normale PS-Film, die Folie nehme ich Everyday Iron On von den Materialeinstellungen. Und für das andere haben wir hier Iron On. Und da haben wir ein Glitzerfolie zum Aufbügeln. Da werde ich die verwenden. Und so plotte ich das kurz aus. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want.
to. We can leave and run away someday, someday. Ich habe jetzt für das Rosa doch nicht das große Stück angeschnitten, weil ich hatte gerade wunderbar noch so kleine Reste vom selben. Und dafür ist es immer gut, ne, wenn ihr so kleine Stücke wirklich aufbewahrt, weil das braucht man immer wieder. Ne? Nur so Osterei oder was auch immer, ein kleines Herz, das hilft extrem. Von dem her spare ich mir das große noch für ein anderes Projekt. So, jetzt können wir entgittern. Da nehme ich jetzt mal das neue Tool plus die Pinzette, weil gerade so fürs Glitter, na, funktioniert das wunderbar, wie ich gerade merke. Da beim Herz bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ganz ehrlich, bin noch nicht sicher, ob ich das einfach separat mal irgendwo drauf bringe. Mal gucken. Und ihr seht, mit den Einstellungen für die Glitzerfolie hat das absolut einwandfrei geschnitten. Muss ich das Ei quasi wegschneiden, weil das kommt an eine andere Stelle. Gerade die immer sagen, ne, von wegen bei mir sieht das alles immer so einfach aus. Ich glaube wirklich, ne, das hängt auch wirklich stark mit der Folie selber zusammen, weil ich bin, ne, ich habe es gesagt, ich habe seit Anfang an mit der Caesar-Folie gearbeitet und habe auch nie einen Grund gesehen zu wechseln, weil ich finde die so super zum Arbeiten, klar zum Entgittern, aber auch das Aufbringen, da hatte ich echt nie ein Thema mit, dass es irgendwie nicht halten würde oder bei der Wäsche sich lösen würde. Ich finde die wirklich Hammer. Und das sage ich jetzt nicht, weil sie mir die Sachen geschickt haben, sondern das ist echt meine ganz ehrliche Meinung dazu. Ich finde wirklich das Produkt per se, und ihr merkt ja auch, ne, ich arbeite ja schon seit 4 Jahren damit und das erste Paket kam erst jetzt. Von dem her, ich bin nicht bestochen, sondern das ist ganz einfach ein Erfahrungswert, dass ich da wirklich super gerne damit arbeite. So, jetzt nehmen wir natürlich, gucken wir kurz, wo hier die Mitte ist von diesem Teil. Und dann gucke ich, wie ich das platzieren will. Ja, das wird so sein. Und da nehme ich die Mini Heat Press, um das kurz aufzubringen. Ich habe bei der Mini Heat Press ja keine Temperaturangabe, aber ich habe gemerkt, dass die zweite Stufe eigentlich wunderbar funktioniert. Von dem her nehme ich da die. Ich kann das Ganze auch hier so drauf lassen, weil ich habe zwar Überschneidungen von der Trägerfolie, aber die geht nirgendwo unter das Heat Transfer Vinyl. Von dem her passt das. Und da kann ich jetzt, ne, ich werde zuerst die beiden machen. Ich glaube, ich gehe am besten mit einem Backtrennpapier drauf, einfach um das Filz so ein bisschen zu schützen, weil das mag jetzt Hitze auch nicht so super gerne. Und so kann man das so ein bisschen schützen. Und da das ein Warmabziehen ist, versuche ich das einfach ziemlich rasch schon, ob ich das abziehen kann. Hat schon funktioniert, wunderbar. Und so bearbeite ich mich quasi durch. Und mit dem Backtrennpapier könnt ihr eigentlich auch sicherstellen, dass sie jetzt mit der Heat Press nicht irgendwo drauf kommt, wo die Folie nicht mehr geschützt ist. So, und jetzt gehe ich noch richtig für
die 20 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden drauf. Und das hat wunderbar funktioniert. Ist es nicht cool? Und das Glitzern, ich hoffe, ihr seht das. Das hat jetzt wunderbar so ein Glitzer drauf. Follow the bunny. So, und jetzt müssen wir das natürlich noch vorbereiten, damit das um die Vase ringsherum angebracht werden kann. Ich habe das so zurechtgeschnitten, dass es sich hinten schön trifft. Und deshalb mache ich jetzt hier ein paar Löcher rein. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. I've been saving you. You save me too. Yeah, I need it. Don't you need me too? Und um da so ein bisschen Spiel reinzubringen, nehme ich ein lila Band. Ziehe das jetzt einfach mal durch. Musste kurz ein bisschen schummeln und noch ein zusätzliches Loch machen, weil die Rechnung ging nicht ganz auf. Und jetzt können wir das über die Vase stülpen. So, und jetzt kann ich das noch schön drapieren. Und damit das hier hinten nicht ausfranst, und lasst die wirklich genug lange, ne, damit weil ihr wollt ja das dann auch austauschen und in der nächsten, nach Ostern, was anderes ringsherum machen. Da wollt ihr wieder eine Schlaufe bilden können. So. So haben wir wunderbar, ne, von hinten hier so zusammengebunden. Und von vorne haben wir hier den Glitzerhasen, Follow the, und dann Bunny in rosa, das in weiß, und hier auch nochmal ein Glitzerei. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Das heißt, ich freue mich da auch schon auf die Osterdeko, und eben wenn dann die Ostern vorbei ist, kann man das ganz einfach wegmachen und irgendwas anderes um die Vase binden. Das heißt, hier könnt ihr das Element immer wieder schön austauschen und die Deko so anpassen. Das finde ich extrem cool. Da freue ich mich richtig drauf. So, jetzt wollte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, wenn euch bei etwas, wo ihr Flexfolie oder Heat Transfer Vinyl aufgebracht habt, wie ihr das wieder runterkriegt, wenn euch da ein Fehler passiert ist. Bei mir ist es jetzt nicht so offensichtlich, aber irgendwie hatte ich die Folie vorher schon für irgendwas anderes verwendet, was anscheinend nicht geklappt hat, und da war ein B drin oder ein Ansatz von einem B drin. Ich habe das nicht gesehen, als ich das dann alles ausgeschnitten habe, und jetzt hat es hier Schnittlinien drin.
was ich extrem unschön finde. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie ihr das wieder wegmachen könnt. Und zwar verwende ich dafür ganz einfach ein Bügeleisen. Das habe ich auf die mittlere Stufe eingestellt und lasse das aufwärmen. Und dann kann ich ganz einfach auf eure Finger aufpassen. Ne? Ich stülpe quasi die Tasche drüber, da wo ich das entfernen will. Mal gucken, wie ich euch das am besten zeige. Und ich mich vor allem nicht brenne. Ich habe jetzt hier die 3, die liegt auf dem Bügeleisen drauf. Jetzt lasse ich die warm werden und ihr seht schon, was passiert. Zack, Fehler weg. Einfach hier wirklich, passt auf eure Finger auf, ne? Und ihr seht, wie einfach ihr die Folie wieder runterkriegt. Also es ist nicht so, dass ihr das dann komplett für was anderes verwenden könnt, aber ihr könnt so Fehler wirklich korrigieren. Es hat so ein bisschen, ne, vom Leim ist so ein bisschen drauf geblieben, aber wenn ihr da jetzt mit was anderem drauf geht, oder so wie bei mir, ne, ich kann jetzt einfach mit dem Wort nochmal drüber, ohne dass ich dann diese Schnitte drin habe. Für sowas geht's. Also, ne, wenn euch irgendwas passiert, dass irgendwas verrutscht ist oder ihr einen Rechtschreiberfehler feststellt, passiert manchmal, dann kann man das so einfach wieder lösen und das nochmal versuchen. Na, hier dieser Trick, war mir gar nicht bewusst, dass ich euch das gar nie gezeigt hatte. Aber dann wisst ihr jetzt auch Bescheid, ne? Dass ihr da das wieder lösen könnt. Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte. Nämlich mit euch zusammen hier diese Box entdecken und auch ein erstes Projekt damit schon machen. Und da kommen auf jeden Fall noch mehr Projekte mit den Sachen hier drin. Ich habe ein paar Sachen schon angetönt. Und an der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an Caesar-Team und vor allem an Francesca. Ne? Du hast perfekt für mich die Sachen ausgesucht. Da habe ich extrem viel Freude dran und freue mich vor allem da mit Sachen zu machen und die natürlich euch auch zu zeigen. Von dem her war es das für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! You say me too, yeah.